Hallo meine lieben Freunde, hier eine neue Ausgabe von Michael Grant Klartext. Im Hintergrund hört ihr wieder die umtriebigen Papageien, aber lasst euch davon nicht stören. Heute zu einem weiteren Thema, das ihr euch gewünscht habt. Ihr habt euch ja die Zeitgeschichte gewünscht, also Zweiter Weltkrieg und Adolf Hitler. Heute habe ich eine weitere Mainstream-Nestbeschmutzerlüge aufgedeckt, und zwar die Lüge vom Terrorangriff auf Warschau. Zu Beginn der Kampfhandlungen wurde die polnische Hauptstadt von der Wehrmachtsführung als offene Stadt angesehen. Das bedeutet laut Kriegsrecht, dass die Stadt nicht verteidigt wird und daher nicht angegriffen oder von den Deutschen bombardiert werden darf. Doch die polnische zivile und militärische Führung hatte die Stadt letztendlich nicht zur offenen Stadt erklärt. Ganz im Gegenteil, die alten Forts wurden instand gesetzt und die Stadt durch die Bewaffnung von Teilen der Zivilbevölkerung zur Festung verwandelt. Sie wurde deshalb auch von der deutschen Luftwaffe und der Artillerie dann letztendlich angegriffen. Verschwiegen wird also, die Polen weigerten sich, Warschau zur offenen Stadt zu erklären, die nach Kriegsrecht hätte nicht bombardiert werden dürfen. Stattdessen verwandelten sie ihre Hauptstadt in eine Festung. Deshalb wurde sie von der deutschen Luftwaffe angegriffen. Die deutsche Aufforderung zur kampflosen Übergabe Warschaus lautete, ich zitiere: Warschau ist, wie mitgeteilt wurde, seit einigen Tagen von deutschen Truppen vollständig umzingelt. Die deutsche Armee steht unmittelbar vor den Toren der Stadt oder bereits in den Warschauer Vorstädten. Eine unverantwortliche polnische Truppenführung hat Warschau zum Kampfgebiet gemacht, indem sie die Stadt zur Verteidigung eingerichtet und die gesamte Zivilbevölkerung aufgerufen hat. Um nicht unnötig Zerstörung in der Stadt anzurichten, hat die deutsche Wehrmacht bisher unterlassen, die Stadt selbst unter Feuer zu nehmen. In dem Wunsche, ein Äußerstes zu tun, um trotz dieser polnischen Verblendung Leib und Leben der Zivilbevölkerung in Warschau zu schonen, hat die deutsche Wehrmacht heute Vormittag um 8 Uhr einen deutschen Offizier als Parlamentär nach Warschau entsandt, um die Stadt zur kampflosen Übergabe aufzufordern und dadurch unabsehbares Blutvergießen zu verhindern. Nach anderthalbstündigem Warten erhielt der deutsche Parlamentär die Antwort, dass sich der Warschauer Stadtkommandant weigere, ihn auch nur zu empfangen. Auch das Verlangen des deutschen Offiziers, die schriftliche Botschaft dem Warschauer Stadtkommandanten auf irgendeine andere Weise zu übermitteln, hat dieser abgelehnt. Da nach den bisherigen Kriegserfahrungen der Befehlshaber der deutschen Truppen vor Warschau annehmen musste, dass die polnische Zivilbevölkerung von diesen Tatsachen keinerlei Kenntnis habe, sondern dass die herrschende polnische Kaste, ohne mit der Wimper zu zucken, in ihrem Hochmut und in ihrer Verblendung für ihre egoistischen Ziele die gesamte Zivilbevölkerung Warschaus opfern werde, hat das Oberkommando der Wehrmacht wiederum in Übereinstimmung mit ihrem Wunsch, Frauen und Kinder zu schonen, heute Nachmittag 15:10 Uhr durch mehrere Flugstaffeln der deutschen Luftwaffe Millionen von Flugblättern über Warschau abwerfen lassen. Verschwiegen wird also: Hitler wollte Frauen und Kinder in Warschau schonen und bot die kampflose Übergabe an. Der polnische Stadtkommandant lehnte dies trotz aussichtsloser Lage ab und opferte damit seine eigene Bevölkerung. Das lest ihr natürlich nirgendwo. Nach Abschluss der Zura-Schlacht bereitete die 8. Armee den Angriff dann auch auf Warschau vor. Teile der 10. Armee erhielten zudem Order, den zwischen Warschau und Modlin befindlichen Gegner in einer Stärke von rund 3 Divisionen zu vernichten. Warschau war nicht nur die Hauptstadt, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und Zentrum der polnischen Rüstungsindustrie. Nachdem sich die Verteidiger der Stadt, wie ich schon erwähnt habe, geweigert hatten zu kapitulieren und sie Warschau nicht zur offenen Stadt, sondern im Gegenteil zur Festung, also zur Kriegszone erklärt hatten,
setzte die Luftwaffe nun insgesamt 1200 Maschinen ein, die vorwiegend militärische Ziele angriffen: Eisenbahnen, Brücken, Artilleriestellungen und eben jene Rüstungsbetriebe. Zivile Opfer blieben nicht aus, da auch Brandbomben verwendet wurden, um schwer zu treffende Punktziele durch Flächenbrände auszuschalten. Dazu kam eine so intensive Rauchentwicklung, dass die Zielgenauigkeit der Luftwaffe und der Artillerie stark darunter litt. Etwa 10.000 Zivilisten kamen dabei ums Leben, rund 12% der Gebäude wurden zerstört. Zur historischen Wahrheit gehört aber auch, dass die polnischen Verteidiger selbst zu diesem Zeitpunkt bereits eingenommene Teile im Westen der Stadt unter Artilleriefeuer nahmen, was ebenso zu Schäden führte und die natürlich später den Deutschen angekreidet wurden. Später werden deutsche Siegergeschichtsschreiber und die Medien bis heute erklären, dass die Bombardierung der Stadt ein Kriegsverbrechen gewesen war. Dies ist meinen Recherchen nach aus folgenden Gründen nicht richtig. Und zwar, der Stadt wurde von deutscher Seite aus 5-mal die Kapitulation angeboten, was vom Stadtkommandanten Julius Rommel und Bürgermeister Stefan Starnicki abgelehnt wurde. Die polnische zivile und militärische Führung hatte die Stadt nicht zur offenen Stadt erklärt. Laut Kriegsrecht bedeutet eine offene Stadt, ich wiederhole, dass diese nicht verteidigt wird und daher nicht angegriffen oder bombardiert werden darf. Die polnische zivile und militärische Führung hatte die Stadt im Gegensatz dazu aber zu einer Festung erklärt. Das sind die Tatsachen, die ich zunächst einmal erwähnen darf. Dazu kommt, dass am 28. September 1939 der Kampf um die Hauptstadt Warschau endgültig vorüber war. Die Festungsbesatzung von rund 120.000 Mann ergab sich, wobei die deutsche Seite zugestand, dass die Offiziere ihre Degen behalten durften und die Unteroffiziere und Mannschaften nach kurzer Gefangenschaft in ihre Heimat entlassen wurden. Um 13:15 Uhr unterzeichneten der stellvertretende Oberbefehlshaber der Armee Warsawa, General Tadeusz Kuczreba sowie General Johann Blaskowitz, Oberbefehlshaber der deutschen 8. Armee, in der Skoda-Fabrik der Vorstadt Służewiec die Kapitulation Warschaus, der einstmals so stolzen Hauptstadt Polens. Die polnischen Verluste um den Kampf um Warschau waren 2.000 gefallene Tote, 10.000 gefallene Zivilisten, 16.000 verwundete Soldaten, 35.000 verwundete Zivilisten. Die Polen opferten also 10.000 Zivilisten, weil sie die einst offene Stadt zur Festung erklärten und weiterkämpften, obwohl es sinnlos war. Verschwiegen wird auch, dass aus den Feldküchen der Wehrmacht in verschiedenen Bezirken der Stadt Brot und Suppe an die Warschauer Zivilbevölkerung verteilt wurden. Die Deutschen, also die Polen, nicht verhungern ließen, so wie Churchill das mit den Deutschen gemacht hat. Wenn ihr mehr Hintergründe wissen wollt, die sonst nicht veröffentlicht werden, mit allen Quellen in diesem Buch Adolf Hitler eine Korrektur, Band 4. Hier geht es um den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und um den Polenfeldzug. Hier sind knapp 2000 Quellen angegeben. Jede einzelne Quelle könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Ihr könnt die Serie bestellen. Ich habe den Link unten nochmals angegeben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden, das ihr hier im Hintergrund seht, hinweisen. Deutschland muss vernichtet werden, ein dicker Wälzer, über 950 Seiten. Es geht um Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Dieses Buch ist hochaktuell, weil ich auch die Flüchtlingssituation bis heute, bis Stand Oktober 2025 in diesem Buch habe und alle Massenmorde von 1914 erkläre. Dieses Buch ist deshalb provokativ,
weil auch Angela Merkel auf dem Titelbild ist. Und wir denken, dass es eine einstweilige Verfügung geben wird gegen dieses Buch. Also bestellt es, bevor es verboten wird. Ein nicht erschienenes Buch kann nicht verboten werden, ein erschienenes ja. Aber da ihr das ja schon bestellt habt, dann kriegt ihr das auch dann gleich ausgeliefert, bevor ein eventuelles Verbot kommt. In diesem Buch, und ich zeige das Titelbild nochmals gerne, in diesem Buch habe ich auch etwas gemacht, was es weltweit noch nie gab. Ich habe eine Gesamtbilanz der Massenmorde an uns Deutschen erstellt, über mehrere Seiten, und die jeden einzelnen Massenmord an den Deutschen aufführt und zum Schluss die Gesamttodeszahl erklärt. Es sind viele, viele Millionen Deutsche, die ermordet wurden, massakriert, vergewaltigt, ermordet, zerstümmelt, zerbombt, zerfetzt, gekreuzigt. Diese Opfer finden kein Gehör heutzutage. Und ich habe meinem Großvater und meiner Großmutter, also meinem Opa und meiner Oma versprochen, ich werde diese Ungerechtigkeit in die Welt bringen. Deshalb dieses neue Buch, ein wichtiges Buch meiner Meinung nach, verifiziert mit Quellen, die man nicht widerlegen kann. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche einen neuen Artikel. Dort auf meiner Homepage findet ihr auch Videos zu meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, die ich bei YouTube nicht zeigen kann, weil die sofort gesperrt werden würden. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.